Mijn lieve vriend, hast du allemaal even nu gedacht, nu in de laatste tijd, de laatste weekje, wie Jezus even aan steentje deed? Hast du even gedacht dat hij alle momenten, jede seconde van Himmel eraf kijkt en dat hij ons zet, dat hij ons als Christus zet en dat hij zet en dat hij hiert, hij zet wat we doen, hij hiert wat we zaaien, wil we ons verhuilen. Er staat niet wat zeer diep kunnen dit, want we doen even denken doen. Ik ving in de Platijtsche übersetzing, in de Platijtsche Bibel ving ik tweemaal, wo dat van reden deed dat Jezus geheeld heeft. We lezen in Johannes kapitel 11, vers 35, dat Jezus healen deed. En dat we door, wo hij de hand kwam, en wo die mensen om dat vertalen deiden, dat zijn vriend Lazarus gestorben weer. Aber dat wir noch op een andere stehen, wo hij healen deed. En ik wil hier een paar vers lezen, wat we vinden in Lukas kapitel 19, 41, 42, 43 en 44. Als hij dichtbij kwam en de stad zag, hield hij over de aanwoner en zei, wanneer du doch weins nu in deze diene tijd gezien had, wat die vrede brengen kan, nu aber kostet dat niet zijn. Welke tijd wordt komen dat die vriend am die en die kennen eine woonbuur worden en die van alle zijden bedreigen dat er nog niet aankost. En die worden die en die kennen bijna die wijn en de eden aankloeien. En worden die niet einstein op dem anderen loten, willst du dort nicht moest aus der Haaren die schein. Jesus roert über Jerusalem. Jesus roert über die Anwohner von Jerusalem. Und wenn wir nicht an unsere Stadt nehmen, dann in jeder Einzelne, wo er wohnen wird. Wenn ich nicht Loma Plata nehme, roert Jesus nicht über die Anwohner von Loma Plata. Wie traag je ons tree? Dat is zo stil, de Christen zijn met eenmaal stil geworden. Nog een klein beetje wat over radio, over livestream, over WhatsApp, over de kerkje zijn tegengesloten. De officer in de kerk zijn thuis, wo de seelsorgers nu krijgt zetten zullen en mensen beduinen. Mensen konstelen en nood en angst voor die derg kunnen doen. Dan moet hier Jezus over Jeruzalem. En waarom hiel hij? Willst de mensen in einen wagen? En willst du dat niet zagen? En de tijd niet zijn willen, wo ze bijna leven duiden. En Jezus zag wat met Jeruzalem passeren wordt. Jezus checkt dieper. Jesus checkt dieper von der, der zit, wo die Gemeinde sind. Der zit, wo die Gemeinde sind und wo wir stonen denn. En amma waren dit waar ik op dat je slaapt en sto op van dat aan wat Christus die leg geven. Ik vraag me, wat is Jezus van der en hier even onze stad roeren dat? En dat ik check, wo zijn die mensen wat er eerst gepredigt haben? Wo zijn die mensen wat er eerst gekanzelt haben? Wo haben die sich verdreckt? Waarom is alles stil? Waarom is in deze stad alles teu op dem geistlichen Bereich? Is dat de werkelijkheid? Oder is dat een droom wat bij ons voorbij? Dat is de werkelijkheid. We moeten worden met de werkelijkheid, met de waarheid konfrontiert, wer wir wirklich sind. Zijn wie bereid ons in dem Rest te stalen? En te zeggen, jo, hier zie ik, ook in deze zware tijd, ook in deze tijd waar alles verboden is, dat alles zal thuis zijn, ik waar. God, meer je hartje als de mensen. Vergrijpst du sogar als Prediger, als Gemeindeleiter, als Diakon, die in deinem Haus als die niet tegengesloten en die had schiss
für diese Krankheit, für diesen Virus. Ist Schiss für die Regierung. Und du fährst die Regierung mehr als du Gott fährst das. Dann ist es sehr traurig bestellt. Weil wir abstehen als Christen, ich auch. Weil wir abstehen als Christen und uns für die Wahrheit ansagen. Und weil wir die Menschen abfordern und sagen, wart ab, die Zeit ist kalt, die Zeit ist dir. Weil wir Menschen im Haaren leiden, Menschen, die vertwiebelt sind. Jesus lügt mit offenen Arms und er sagt, kommt nicht mir, all die, die mühselig und belohnt sind, ich will jeden erquicken. Aber wo sind die Menschen? Wo diese Menschen, die sich nicht traurig finden, die wirklich Angst haben, wo diese Menschen in Jesus leiden. Wo sollen die Menschen, die nicht sind, wo sollen die hingehen? Wo sind die Hirten geblieben? Rot Jesus nicht wirklich über uns? Nehmen die das zu Worte und sagen, ich gehe mit meinem Hüsrit. Das trägt er, was ich nicht verdreckt habe, was ich nicht verstärkt habe, was ich nicht reingetragen habe. Und ich war Gott fertigte, und ich war Gott mehr fertig als Menschen. Und ich will nutzbar und brauchbar für den Herrn sein. Ich will helfen, die große Arend anbringen. Ich sie bekümmert an meine Gemeinde. Und nicht bloß über WhatsApp, sondern persönlich. Menschen sind in Not, und wir wollen da mit der Hand langer Gottes sein. Bat hij ons wat naar huis holen, in den scheinen Himmel aan. Merkt die, ohne Arbeit, und sie in da mit der Hand langer Gottes. Mag Gott het woord, zijn woord aan die zijn. Amen.